Ja, hallo Leute. Willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch einen ganz besonderen Wagen vor, ganz besonderes Modell. Und zwar, ein Zuschauer hat mich gefragt, ob ich auch mal einen Rolls-Royce vorstellen könnte. Nach Möglichkeit, wahrscheinlich meinte er einen Rolls-Royce Phantom, weil er gesagt hatte, mit Möglichkeit oder nach Möglichkeit keinen Ghost oder einer der älteren Modelle, und mir fällt nur einer ein. Und das ist der Rolls-Royce Phantom oder Rolls-Royce Phantom. Und zwar mit der langen Radstand Extended Wheelbase von der Firma Kyosho in 1:18. Den habe ich natürlich sofort gekauft, nachdem ich den Kommentar gelesen habe. Natürlich nicht. Ich hatte den schon in meiner Sammlung. Da habe ich mir gedacht, gut, dann stelle ich den jetzt schon mal vor. Ihr seht hier die Verpackung, ist in schwarz gehalten. Hier überall ist nichts zu sehen, außer wie gesagt oben Rolls-Royce Logo und die Bezeichnung. Und hier hinten haben wir nochmal die ganzen Spezifikationen bzw. die Warnhinweise auf Chinesisch, Englisch, und hier seht ihr nochmal die Nummer und Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase in schwarz. Und wir packen das Auto jetzt mal aus und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann! So, hier könnt ihr schon die Styroporpackung sehen. Hier ist eine Papierschlaufe drum, die mache ich jetzt mal ab. So, und ihr könnt schon sehen, hier ist ein Blatt Papier mit dabei, wo man sehen kann, was der Wagen denn für Features hat. Ja, und wie ihr seht, das ist eine ganze Menge, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wir lösen die Verpackung und holen den Wagen jetzt erstmal raus. Hier seht ihr übrigens wieder das obligatorische Tool von Kyosho, mit dem man die Türen öffnen kann. Na, da. Das lasse ich jetzt mal drin, weil ich habe hier immer das eine liegen von einem anderen Auto. Und ja, wir holen einfach mal das Modell raus, würde ich sagen. So, hier seht ihr noch ein Poliertuch, ja, von Rolls-Royce, wie man sehen kann. So, hier seht ihr das Logo und mehr ist nicht drin. So Leute, und das ist der Wagen ausgepackt, der Rolls-Royce Phantom. Ihr seht, das Ding ist ein riesiges Fahrzeug. Er ist wirklich sehr, sehr lang. Wo ich den ausgepackt hatte damals, habe ich gedacht, mein Gott, das ist aber ein Riesenschiff. Ich weiß es nicht, ob er das größte Modellauto ist, was im Maßstab 1:18 gibt, aber es ist auf jeden Fall mit eines der größten. Und meiner Meinung nach auch eines der schönsten. Und wir wollen nicht viel quatschen, kommen wir gleich mal zu den ganzen Details, denn der Wagen hat sehr viele. So, und zwar fangen wir mal vorne an. Wir sehen schon diesen abartig mächtigen Kühlergrill mit der Spirit of Ecstasy oben drauf. Schön verchromt das Ganze. Hier schön die Metallstreben. Richtig mächtiger Rolls-Royce Kühlergrill. Das ist ein wirklich bombastisches Schauspiel, was man hier sieht. Die Lichter hier oben, die runden Lichter hier unten, wo meiner Meinung nach ganz gut reinpassen. Wenn die jetzt nicht da wären, würde es irgendwie komisch aussehen. Die Motorhaube mit der eleganten Chromlinie hier in der Mitte. Ich meine, die ist auch alleine, die Motorhaube ist wirklich eine Länge, wo man sagt, da kann man schon fast einen Kleinwagen mit reinstellen. Von der Größe her. Kommen wir zur Seite. Ich habe gesehen, der Wagen ist nicht ganz aufgestellt. Und zwar kann man die Seitenspiegel gerade machen. Oder richtig hinstellen. Und das tue ich jetzt mal. So. Vorsicht, dass sie nicht abbrechen. Wir wollen sie ja nicht kaputt machen. Und ihr könnt sehen, das ganze Auto ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Die durchgezogene weiße Linie hier macht das Auto nochmal richtig wertiger, was es eh schon eigentlich ist. Und es ist auch übrigens verdammt schwer. Ja, also der hat wirklich was auf dem Kasten. Und ihr seht hier an der Seite noch das Rolls-Royce Logo. Die mächtigen Türgriffe, die Chromverzierungen überall,
die große Rolls-Royce-typische Hecktür oder Fronttür. Wirklich auch viel länger als die vordere, wie man sehen kann. Aber dazu kommen wir gleich. Ihr seht die riesigen Felgen hier. Das Besondere bei Rolls-Royce ist gewesen, oder bei dem Fahrzeug haben sie vorgestellt, dass sich nämlich die mittleren Embleme, wo das Rolls-Royce-Logo drin sich befindet, hier in den Felgen, dass sich das nicht dreht, sondern nur die Felgen drumherum. Ja? Wie ihr sehen könnt, ist das bei dem Modell genauso. Ja, könnt ihr sehen? Finde ich eine klasse Idee. Und dass es auch noch im Modell mit umgesetzt ist, das finde ich natürlich auch eine geniale Lösung. Wir sehen das Heck hier mit dem fließenden Übergang. Rolls-Royce typisch, wirklich sehr elegant. Und hier kann man sehen, das ist im Prinzip der Kofferraum von hinten. Auch sehr elegant. Hier kann man noch sehen die alten Formen des klassischen Phantoms von Rolls-Royce. Und ja, wir schauen jetzt mal in den Motorraum rein. Dazu werde ich jetzt mal hier unten den Nippel drücken. Also hier unten ist ein Nippel, den könnt ihr sehen. Drücke ich drauf. Und wir können die Motorhaube öffnen. So. Und hier kann man schon sehen, dieses mächtige Aggregat. Soweit ich weiß, sind es 12 Zylinder. Ne? Braucht man ja auch mit diesem Koloss. Hier seht ihr die Halterung für die Motorhaube. Sehr filigran, gefällt mir. Und ja, der Motorraum ist so gut es geht umgesetzt, meiner Meinung nach. Hätte vielleicht noch ein bisschen detailreicher sein können, aber es ist okay. Dafür haben sie woanders besser gearbeitet. So, ich zeige euch nochmal den Kofferraum. Ich nehme dazu wieder den Opener hier. Hier sieht man das Heck. Wunderschön mit auch chrom Einlassstrebe, beziehungsweise hier so Gepäckablage. Hier drin sieht man den Teppichboden. Also es ist wirklich Teppichboden oder Teppichimitat. Hier kann man sehen die Verstärker, ja, von dem Fahrzeug. Und das Entertainment-System, also ein Teil davon. Ist jetzt nicht großartig spektakulär, der Kofferraum, deswegen machen wir ihn wieder zu. Und wir wenden uns dem Innenraum hin. Dazu werde ich euch jetzt gleich mal ein Stück ranholen. Ich öffne dazu mal die Türen. Und zwar gleich beide. Ihr seht, die geht nach hinten auf. Wunderschön. Und wir können in dieses mächtige Auto reinschauen. Ich hole es mal noch ein Stück her für euch. Das ist also wunderschön, der Innenraum hier könnt ihr sehen. Wirklich fein gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu der ganzen Feature-Liste, wo ich am Anfang gesagt hatte. Ich zeige es euch noch mal kurz. Also man kann hier, wie gesagt, die Motorhaube öffnen. Seitenspiegel kann man bewegen. Man kann das Handschuhfach hoch und runter klappen. Das zeige ich auch gleich, beziehungsweise ihr seht schon, das ist dort hinten schon unten. Ja. Das mache ich gleich nochmal hoch. Man kann die Klappen hier öffnen, also von der Mittelkonsole, wie ihr sehen könnt, hier hinten. Die kann man tatsächlich öffnen. Ja. Na. Hier seht ihr das. Kann man öffnen. Und dann könnt ihr noch sehen, dass die hintere Mittelkonsole auch bewegbar ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe mit dem kleinen Tool hier hinten. Ich versuche euch nochmal gerade die Rückenlehne rauszuholen, aber das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft, wie ihr seht. Also ja, das ist die Rücklehne. Dann können wir noch von der Seite hier an der Tür die Ablagefläche können wir auch noch öffnen. Hier. Ja, seht ihr das? Man kann den Vordersitz vorschieben. Ja. Also hier. Das ist beweglich. Das ist ja wirklich sehr. Also ich habe noch nie ein Modellauto gesehen, was so viele Features hat.
Wir haben, wie gesagt, den Kofferraum und ich möchte euch noch was zeigen, und zwar ist das ein ganz besonderes Feature, und zwar ist das ein Regenschirm. Ich zeige das nochmal auf der anderen Seite. Ist ein Regenschirm. Ich meine, wenn ihr hier drauf drückt. So, ich muss das nochmal mit der Hand rausholen. Mit den Handschuhen ist ein bisschen doof. Aber hier, wenn man drauf drückt, kann man den Schirm rausholen. Und ihr seht, man kann natürlich nicht aufspannen, aber ist natürlich ein schönes Gimmick. Und man schiebt es wieder hier rein. Auf der anderen Seite ist es genauso. Drückt man leicht rein. So. Und der Schirm ist wieder drin. Der Innenraum sieht halt wirklich klasse aus. Hier oben kann man auch noch mal sehen den Himmel von dem Fahrzeug. Die Türen sind auch sehr schön gemacht mit dem Holz da drin. Ist wirklich ein tolles Modell. Wie gesagt, hier unten kann man noch sehen den Teppichboden. Ist natürlich auch Teppichimitat und kein Plastik. Und ja, das ist hoffentlich ein Modell, was euch gefallen hat. Mir gefällt dieses Modell sehr, sehr gut, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Ich habe das letztes Jahr gekauft und ich habe eigentlich es nicht bereut, es zu besitzen. Es ist ein schöner Blickfang. Mich würde mal interessieren, habt ihr das Modell vielleicht auch in eurer Sammlung? Würdet ihr es gern haben wollen? Wie findet ihr das? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch in die Kommentare rein. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt doch gerne die Videos. Schaut doch mal meine älteren Videos an. In der Endcard kommen ja immer Videovorschläge oder Playlist-Vorschläge. Ihr dürft dort gerne draufklicken. Vielleicht gefällt euch ja noch mehr als dieses Fahrzeug. Ich habe euch doch gesagt, ich mache noch das Handschuhfach auf und zu, aber auf war es ja schon, deswegen mache ich es wieder zu. Und ihr seht, so sieht der Wagen mit Zoom-Handschuhfach aus. Ich lasse es nochmal hier noch reingucken. Und dieses schöne Interieur, die Mittelkonsole, ist wirklich sehr, sehr schön. Hier oben sieht man den Rückspiegel. Und ja, das ist natürlich ein sehr majestätisches Fahrzeug, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.